Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Ein ernstes Thema. Ein Thema, das für viele Ausländer in Deutschland wirklich wichtig ist. Wichtig bedeutet, es hat große Bedeutung. Es kann dein Leben beeinflussen. Beeinflussen bedeutet, etwas hat Wirkung auf dein Leben. Heute sprechen wir über Aufenthalt in Deutschland. Aufenthalt. Das bedeutet, du bleibst in einem Land. Du lebst dort. Du wohnst dort. Du bist dort nicht nur im Urlaub, sondern für eine bestimmte Zeit oder vielleicht für lange Zeit. Wir sprechen über Visum, über Aufenthaltstitel, über Ausländerbehörde, über Termine, über Fristen, über Arbeitserlaubnis, über Dokumente, über Briefe, über Verlängerung, über Angst, über Ruhe, über den nächsten Schritt. Schritt. Ein Schritt bedeutet eine kleine Bewegung nach vorne. Beim Thema Aufenthalt ist ein Schritt sehr wichtig. Ein Dokument, ein Termin, eine E-Mail, ein Anruf, eine Kopie, eine Frist. Ein kleiner Schritt kann ein großes Problem verhindern. Verhindern bedeutet Stop, Prevent. Vielleicht bist du neu in Deutschland. Vielleicht hast du ein Visum. Visum. Ein offizielles Dokument oder eine Erlaubnis, in ein Land zu kommen oder dort zu bleiben. Vielleicht hast du einen Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel. Ein offizielles Dokument, das zeigt, dass du in Deutschland bleiben darfst. Vielleicht ist dein Aufenthaltstitel eine Karte. Eine Plastikkarte. Vielleicht hast du eine Fiktionsbescheinigung. Fiktionsbescheinigung. Ein langes Wort. Eine Bescheinigung bedeutet ein offizielles Papier. Fiktion bedeutet hier, dein Aufenthalt gilt vorläufig weiter, während die Behörde deinen Antrag prüft. Vorläufig bedeutet erst einmal für eine bestimmte Zeit. Vielleicht musst du bald verlängern. Verlängern bedeutet länger machen. Dein Visum läuft bald ab. Ablaufen bedeutet nicht mehr gültig sein. Gültig bedeutet offiziell erlaubt, noch aktiv. Wenn ein Dokument abläuft, ist es nicht mehr gültig. Das kann Stress machen. Stress. Druck im Kopf. Druck im Körper. Druck im Herzen. Viele Ausländer kennen dieses Gefühl. Du schaust auf dein Dokument. Du siehst ein Datum. Ablaufdatum. Datum, an dem etwas endet. Du denkst, oh nein. Was muss ich tun? Wann muss ich einen Termin machen? Welche Unterlagen brauche ich? Darf ich weiter arbeiten? Darf ich reisen? Was passiert, wenn ich keinen Termin bekomme? Diese Fragen sind normal. Normal bedeutet, viele Menschen erleben das. Du bist nicht allein. Aber dieses Thema ist wichtig. Man sollte es nicht ignorieren. Ignorieren bedeutet, so tun, als wäre nichts. Beim Thema Aufenthalt ist Ignorieren gefährlich. Gefährlich bedeutet, es kann Probleme machen.
ein Brief nicht geöffnet, eine Frist vergessen, ein Termin verpasst, ein Dokument nicht geschickt, eine falsche Annahme. Annahme bedeutet etwas, das du glaubst, aber vielleicht nicht sicher weißt. Kleine Fehler können große Folgen haben. Folge bedeutet Konsequenz. Aber wir bleiben ruhig. Ruhig. Calm. Dieses Thema ist ernst, aber wir lernen es Schritt für Schritt. Nicht mit Panik. Panik bedeutet starke Angst. Panik hilft nicht. Ordnung hilft. Ordnung bedeutet, Dinge sind sortiert. Informationen sind klar. Termine sind im Kalender. Dokumente sind in einer Mappe. Mappe. Folder. Briefe sind geöffnet. Fristen sind markiert. Markieren bedeutet, etwas sichtbar machen. Hilfe wird gesucht, wenn du etwas nicht verstehst. Atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Du musst nicht jedes Wort sofort behalten. Behalten bedeutet im Kopf speichern. Manche Wörter kommen wieder. Wiederholung. Wiederholung bedeutet, etwas kommt noch einmal. Wiederholung hilft, besonders bei schweren Wörtern. Aufenthaltstitel, Ausländerbehörde, Fiktionsbescheinigung, Arbeitserlaubnis, Verlängerung, Unterlagen, Frist, Termin. Diese Wörter sind lang, aber sie können vertraut werden. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, nicht mehr fremd. Beginnen wir mit dem Wort Ausländerbehörde. Ausländerbehörde. Ein sehr wichtiges Wort. Ausländer bedeutet Person aus einem anderen Land. Behörde bedeutet offizielles Amt. Ausländerbehörde ist das Amt, das für viele Aufenthaltsfragen zuständig ist. Zuständig bedeutet verantwortlich. Dort geht es um Visum, Aufenthaltstitel, Verlängerung, Arbeitserlaubnis, Familiennachzug, Studium, Ausbildung, Arbeit, Niederlassungserlaubnis und viele andere Themen. Niederlassungserlaubnis. Ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Dauerhaft bedeutet langfristig, nicht nur kurz. Die Ausländerbehörde kann Briefe schicken. Briefe. Letters. Die Ausländerbehörde kann Unterlagen verlangen. Verlangen bedeutet offiziell wollen. Unterlagen. Documents. Sie kann einen Termin geben. Termin. Eine feste Zeit. Sie kann Fragen stellen. Sie kann eine Entscheidung treffen. Entscheidung. Decision. Deshalb ist Kommunikation mit der Ausländerbehörde sehr wichtig. A. Kommunikation. Austausch von Informationen. Du schreibst. Die Behörde antwortet. Die Behörde schreibt. Du antwortest. Langsam. Klar. Schriftlich, wenn möglich. Schriftlich bedeutet in writing. Ein sehr wichtiger Satz. Ich habe eine Frage zu meinem Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel. Oder ich möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern. Verlängern. Länger machen. Oder welche Unterlagen brauche ich? Unterlagen. Documents. Oder ich habe noch keinen Termin bekommen. Oder mein Aufenthaltstitel läuft bald ab. Bald. Soon.
Diese Sätze sind praktisch. Praktisch bedeutet useful in real life. Jetzt sprechen wir über Fristen. Frist. Ein sehr wichtiges Wort. Frist bedeutet, bis wann du etwas tun musst. Zum Beispiel bis zum 15. Juni, bis zum 30. August, innerhalb von 2 Wochen. Innerhalb bedeutet within. Fristen sind in Deutschland sehr wichtig. Wenn du eine Frist verpasst, kann es Probleme geben. Verpassen bedeutet miss. Frist verpasst. Termin verpasst. Antrag zu spät. Zu spät bedeutet late. Beim Aufenthalt ist es besonders wichtig, früh zu handeln. Früh. Early. Nicht erst am letzten Tag. Letzter Tag. Last day. Wenn dein Aufenthaltstitel in 3 Monaten abläuft, prüfe jetzt. 3 Monate. 2 Monate. 1 Monat. Warte nicht bis zur letzten Woche. Letzte Woche. Last week. Viele Ausländerbehörden haben viele Anfragen. Anfrage. Request. Termine können schwer zu bekommen sein. Deshalb früh anfangen. Früh schreiben. Früh Unterlagen sammeln. Früh fragen. Früh ist Schutz. Schutz bedeutet Protection. Ein einfacher Plan. Schau auf dein Ablaufdatum. Ablaufdatum. Schreibe es in den Kalender. Kalender. Handykalender oder Papierkalender. Dann schreibe eine Erinnerung 3 Monate vorher. Bei. Erinnerung. Reminder. Noch eine Erinnerung. 2 Monate vorher. Noch einen Monat vorher. Wenn du das Datum im Kopf hast, ist es gut. Aber im Kalender ist es besser. Der Kopf vergisst. Der Kalender erinnert. Erinnern bedeutet remind. Jetzt sprechen wir über Antrag. 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 Application. Ein Antrag ist eine offizielle Bitte. Du stellst einen Antrag. Antrag stellen. Zum Beispiel Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels. Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Erteilung bedeutet giving, granting. Antrag auf Arbeitserlaubnis. Arbeitserlaubnis. Permission to work. Antrag auf Niederlassungserlaubnis. Antrag auf Familiennachzug. Familiennachzug bedeutet, Familienmitglieder kommen nach Deutschland. Anträge brauchen Unterlagen. Unterlagen sind Dokumente. Welche Unterlagen? Das hängt vom Aufenthaltszweck ab. Aufenthaltszweck bedeutet, warum du in Deutschland bist. Studium, Arbeit, Ausbildung, Familie, Sprachkurs, Forschung, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit bedeutet, du arbeitest für dich selbst, nicht als Angestellter. Jede Situation
ist anders. Anders bedeutet different. Deshalb solltest du nicht nur auf Freunde hören. Freunde können helfen, aber ihre Situation kann anders sein. Dein Aufenthaltszweck ist wichtig. Dein Dokument ist wichtig. Deine Behörde ist wichtig. Typische Unterlagen können sein: Pass, Reisepass, Aufenthaltstitel, biometrisches Foto. Biometrisches Foto bedeutet offizielles Passfoto, Mietvertrag, Wohnungsgeberbestätigung, Meldebescheinigung. Meldebescheinigung zeigt deine Adresse. Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, Lohnabrechnung, Payslip, Krankenversicherung. Krankenversicherung bedeutet Health Insurance. Studienbescheinigung. Studienbescheinigung zeigt, dass du studierst. Ausbildungsnachweis. Nachweis bedeutet Proof. Kontoauszüge. Kontoauszug bedeutet Bank Statement. Aber Achtung, das sind nur Beispiele. Beispiel. Example. Du musst immer prüfen, was deine Behörde wirklich braucht. Ein Satz. Könnten Sie mir bitte die Liste der benötigten Unterlagen schicken? Benötigt bedeutet needed. Welche Unterlagen fehlen noch? Core. Fehlen bedeutet missing. Ich habe die Unterlagen im Anhang beigefügt. Anhang bedeutet attachment. Beigefügt bedeutet attached. Bitte bestätigen Sie den Eingang. Eingang bedeutet received, lived. Bestätigen bedeutet confirm. Diese Sätze sind sehr nützlich. Jetzt sprechen wir über Dokumentenordnung. Dokumentenordnung bedeutet, deine Dokumente sind gut sortiert. Ordnung ist bei Aufenthalt sehr wichtig. Du brauchst vielleicht viele Papiere. Viele. Sehr viele. Wenn alles irgendwo liegt, bekommst du Stress. Irgendwo bedeutet somewhere. Ein Pass hier. Ein Brief dort. Eine Kopie im Handy. Ein Vertrag im alten E-Mail-Postfach. Postfach. Mailbox. Dann suchst du im Notfall und findest nichts. Su. Das macht Angst. Deshalb Ordnung. Mache einen Ordner. Ordner. Folder. Digital und Papier, wenn möglich. Ordner 1. Pass und Aufenthalt. Ordner 2. Arbeit oder Studium. Ordner 3. Wohnung und Anmeldung. Ordner 4. Krankenversicherung. Ordner 5. Ausländerbehörde. In jeden Ordner kommen passende Dokumente. Passkopie. Aufenthaltstitelkopie. Briefe. E-Mails. Termine. Anträge.
Bestätigungen. Bestätigung. Confirmation. Wenn du etwas schickst, speichere eine Kopie. Kopie. Copy. Wenn du eine E-Mail sendest, speichere sie. Wenn du eine Antwort bekommst, speichere sie. Ein guter Dateiname hilft. Datei. File. Nicht IMG 3829. Besser. Pass. Kopie 2026. Aufenthaltstitel. Vorderseite. Vorderseite. Frontside. Aufenthaltstitel. Rueckseite. Rückseite. Backside. Mietvertrag. Arbeitsvertrag. Lohnabrechnung Mai 2026. Krankenversicherung. Best. Etigung. Klare Namen sparen Zeit. Sparen bedeutet Save. Zeit sparen. Stress sparen. Jetzt sprechen wir über E-Mails an die Ausländerbehörde. E-Mail kann helfen, weil sie schriftlich ist. Schriftlich. In writing. Du hast Beweis, dass du geschrieben hast. Beweis bedeutet Proof. Eine gute E-Mail ist klar, höflich und kurz. Höflich bedeutet polite. Nicht zu emotional. Emotional bedeutet mit sehr vielen Gefühlen. Sachlich. Sachlich bedeutet focused on facts. Beispiel: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Aufenthaltstitel läuft am 30. September 2026 ab. Ich möchte ihn verlängern. Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Unterlagen ich einreichen muss und wie ich einen Termin bekomme? Mit freundlichen Grüßen. Das ist gut. Kurz. Klar. Höflich. Du nennst das Problem. Du nennst das Datum. Du stellst eine Frage. Du bittest um Information. Keine langen Geschichten. Lange Geschichten können verwirren. Verwirren bedeutet confuse. Wenn du schon geschrieben hast und keine Antwort bekommst, kannst du nachfragen. Nachfragen bedeutet noch einmal fragen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen am 10. Mai eine E-Mail geschickt und bisher keine Rückmeldung erhalten. Mein Aufenthaltstitel läuft bald ab. Ich bitte freundlich um eine Rückmeldung. Rückmeldung bedeutet Antwort. Freundlich bedeutet Kind, Polite. Das ist okay. Du darfst nachfragen. Jetzt sprechen wir über Termin. Termin bei der Ausländerbehörde. Termin bedeutet feste Zeit. Ohne Termin kommst du vielleicht nicht rein. Reinkommen bedeutet Enter. Manche Behörden haben Online-Termine. Online. Im Internet. Manche antworten per E-Mail. Manche schicken eine Einladung. Einladung. Invitation. Manche haben offene Sprechstunden. Sprechstunde. Zeit, in der man kommen kann.
Jede Stadt ist anders. Anders. Different. Deshalb Webseite prüfen. E-Mails lesen. Briefe öffnen. Zum Termin musst du pünktlich sein. Pünktlich bedeutet on time. Lieber früher kommen. Früher. Earlier. Vielleicht gibt es Sicherheitskontrolle. Sicherheitskontrolle. Security Check. Vielleicht musst du warten. Warten. Wait. Nimm alle Unterlagen mit. Auch Kopien. Kopie. Nimm deinen Pass mit. Nimm deinen alten Aufenthaltstitel mit. Nimm Fotos mit, wenn verlangt. Verlangt bedeutet required. Nimm Geld oder Karte mit, falls Gebühren anfallen. Gebühren. Fees. Anfallen bedeutet entstehen, to be charged. Eine Checkliste hilft. Checkliste. Liste zum Abhaken. Pass. Aufenthaltstitel. Foto. Formular. Mietvertrag. Anmeldung. Arbeitsvertrag. Lohnabrechnungen. Krankenversicherung. Kontoauszüge. Terminbestätigung. Bestätigung. Confirmation. Stift. Pen. Kopien. Alles in eine Mappe. Mappe. Folder. Am Abend vorher prüfen. Vorher. Before. Nicht am Morgen. Am Morgen bist du vielleicht nervös. Nervös bedeutet anxious. Vorbereitung am Abend macht den Morgen leichter. Leichter. Less difficult. Beim Termin kannst du sagen: Guten Tag. Ich habe einen Termin um 10 Uhr. Mein Name ist... Ich möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern. Hier sind meine Unterlagen. Fehlt noch etwas? Wann bekomme ich eine Rückmeldung? Darf ich weiterarbeiten? Darf ich reisen? Diese Fragen sind wichtig. Besonders: Darf ich weiterarbeiten? Darf ich reisen? Nicht raten. Raten bedeutet guess. Fragen. Fragen ist sicherer. Jetzt sprechen wir über Arbeitserlaubnis. Arbeitserlaubnis bedeutet Permission to work. Nicht jeder Aufenthaltstitel erlaubt jede Arbeit. Manche erlauben Vollzeit. Vollzeit. Fulltime. Manche erlauben Teilzeit. Teilzeit. Part-time. Manche erlauben nur eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Stunden. Anzahl bedeutet Number. Manche erlauben Arbeit nur bei einem bestimmten Arbeitgeber. Arbeitgeber. Employer. Manche erlauben Ausbildung. Manche erlauben Selbstständigkeit nicht. Selbstständigkeit. Working independently. Deshalb musst du deinen Aufenthaltstitel lesen. Lesen. Read. Nicht nur die Karte anschauen. Auf dem Dokument stehen Nebenbestimmungen. Nebenbestimmungen. Extra Conditions.
Ein sehr wichtiges Wort. Nebenbestimmung bedeutet zusätzliche Regel. Zusätzlich bedeutet extra. Dort steht vielleicht Erwerbstätigkeit erlaubt. Erwerbstätigkeit bedeutet Work Activity oder Beschäftigung erlaubt. Beschäftigung bedeutet Employment oder selbstständige Tätigkeit nicht erlaubt oder Beschäftigung nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde. Zustimmung bedeutet Approval. Diese Sätze sind wichtig. Sehr wichtig. Wenn du sie nicht verstehst, frage. Frage die Behörde. Frage Beratungsstelle. Frage jemanden mit Fachwissen. Fachwissen bedeutet Special Knowledge. Ein Satz. Was bedeutet diese Nebenbestimmung? Darf ich mit diesem Aufenthaltstitel arbeiten? Darf ich den Arbeitgeber wechseln? Arbeitgeber wechseln bedeutet Change Employer, Arbeitgeber. Darf ich neben dem Studium arbeiten? Neben dem Studium. Alongside Studies. Darf ich selbstständig arbeiten? Brauche ich eine Zustimmung? Diese Fragen können Probleme verhindern. Arbeiten ohne Erlaubnis kann gefährlich sein. Gefährlich. It can cause problems. Es kann Probleme mit der Behörde geben, mit dem Aufenthalt, mit dem Arbeitgeber. Deshalb vorher prüfen. Vorher. Before. Nicht erst danach. Danach. After. Wenn dir jemand sagt, kein Problem, du kannst einfach arbeiten, prüfe trotzdem. Trotzdem bedeutet ebenso. Freunde können sich irren. Irren bedeutet be wrong. Arbeitgeber können sich irren. Du musst deinen eigenen Aufenthalt schützen. Schützen. Protect. Jetzt sprechen wir über Arbeitgeberwechsel. Arbeitgeberwechsel. Du wechselst von einer Firma zu einer anderen Firma. Wechseln bedeutet Change. Wenn dein Aufenthalt an eine bestimmte Arbeit oder einen bestimmten Arbeitgeber gebunden ist, brauchst du vielleicht Erlaubnis. Gebunden bedeutet tied. Wenn du einfach wechselst, kann es Probleme geben. Deshalb frage vorher. Ich möchte den Arbeitgeber wechseln. Was muss ich tun? Welche Unterlagen brauchen Sie? Darf ich schon anfangen? Anfangen bedeutet Start. Ab wann darf ich bei der neuen Firma arbeiten? Ab wann? From when? Wenn du gekündigt wirst, kann das auch wichtig sein. Gekündigt werden bedeutet, der Arbeitgeber beendet den Vertrag. Kündigung. Termination. Wenn deine Aufenthaltserlaubnis mit Arbeit verbunden ist, musst du vielleicht die Ausländerbehörde informieren. Informieren bedeutet give Information. Du solltest schnell Beratung suchen. Schnell. Nicht warten. Warte nicht Monate. Monate. Months. Suche Hilfe früh. Früh. Arbeitsagentur, Beratungsstelle, Ausländerbehörde, Anwalt, wenn nötig. Anwalt. Lawyer. Nicht immer nötig, aber manchmal. Jetzt sprechen wir über Studium. Studium. University Studies. Studierende brauchen oft Studienbescheinigung, Krankenversicherung, Finanzierungsnachweis.
Finanzierungsnachweis bedeutet Proof that you can pay for living. CAS. Vielleicht auch Leistungsnachweise. Leistungsnachweis. Proof of academic progress. Wenn du dein Fach wechselst. Fachwechsel. Change of Study Program. Oder dein Studium abbrichst. Abbrechen bedeutet Stop. Dann kann das Auswirkungen auf den Aufenthalt haben. Auswirkung bedeutet Effekt. Deshalb vorher beraten lassen. Sich beraten lassen bedeutet Get Advice. Einsatz. Ich möchte mein Studienfach wechseln. Hat das Auswirkungen auf meinen Aufenthalt? Ich habe Probleme im Studium. Was muss ich beachten? Beachten bedeutet Pay attention to. Welche Nachweise brauche ich für die Verlängerung? Nachweis. Proof. Bis wann muss ich die Unterlagen einreichen? Einreichen bedeutet Submit. Diese Sätze sind wichtig. Jetzt sprechen wir über Ausbildung. Ausbildung. Vocational Training. Wenn du eine Ausbildung machst, ist dein Aufenthalt vielleicht an diese Ausbildung gebunden. Ausbildungsbetrieb. Die Firma, wo du ausgebildet wirst. Berufsschule. School for Vocational Training. Wenn die Ausbildung endet oder du den Betrieb wechseln möchtest, brauchst du vielleicht Schritte. Nicht einfach schweigen. Schweigen bedeutet say nothing. Informiere dich. Frage: Ich möchte den Ausbildungsbetrieb wechseln. Was muss ich tun? Darf ich die Ausbildung bei einer anderen Firma fortsetzen? Fortsetzen bedeutet continue. Jetzt sprechen wir über Familiennachzug. Familiennachzug bedeutet, Familienmitglieder kommen nach Deutschland zu dir. Ab F. Familie. Ehepartner. Kind. Manchmal Eltern, je nach Situation. Dieses Thema ist emotional. Emotional. Viele Gefühle. Menschen vermissen ihre Familie. Vermissen bedeutet miss. Sie möchten zusammenleben. Zusammenleben bedeutet live together. Aber Familiennachzug braucht oft viele Dokumente. Heiratsurkunde, Marriage Certificate, Geburtsurkunde, Birth Certificate, Pass, Einkommen, Wohnraum, Sprachzertifikat. Vielleicht, je nach Situation. Je nach bedeutet depending on. Hier ist Beratung sehr wichtig. Sehr wichtig. Nicht nur Internet. Nicht nur Freunde. Frage offizielle Stellen oder Beratungsstellen. Einsatz. Welche Voraussetzungen gibt es für Familiennachzug? Voraussetzung bedeutet Requirement. Welche Dokumente brauchen wir? Müssen die Dokumente übersetzt und beglaubigt werden? Information. Wie lange dauert das Verfahren? Verfahren. Process. Diese Wörter sind schwer, aber nützlich. Jetzt sprechen wir über Reisen. Reisen. Travel. Viele Ausländer fragen: Darf ich reisen, während mein Aufenthalt verlängert wird? Darf ich Deutschland verlassen? Verlassen bedeutet
Leave. Darf ich wieder einreisen? Einreisen bedeutet enter a country. Das ist sehr wichtig. Nicht raten. Nicht einfach reisen, wenn dein Dokument bald abläuft oder schon abgelaufen ist. Abgelaufen. Expired. Frage vorher. Vorher. Darf ich mit dieser Fiktionsbescheinigung reisen? Darf ich wieder nach Deutschland einreisen? Ist mein Aufenthaltstitel noch gültig? Brauche ich ein neues Dokument? Diese Fragen können große Probleme verhindern. Manche Menschen reisen in die Heimat und können nicht problemlos zurückkommen, weil ein Dokument fehlt oder abgelaufen ist. Das ist sehr stressig. Stressig. Deshalb vor jeder Reise Dokumente prüfen. Pass gültig? Aufenthaltstitel gültig? Fiktionsbescheinigung gültig? Visum nötig für ein anderes Land? Transit. Transit bedeutet Durchreise durch ein Land. Fluggesellschaft. Airline. Kann die Airline dich mitnehmen? Nicht alles ist einfach. Deshalb früh prüfen. Früh. Nicht einen Tag vor dem Flug. Jetzt sprechen wir über Pass. Pass. Reisepass. Dein Pass ist sehr wichtig. Wenn dein Pass abläuft, kann dein Aufenthaltstitel auch ein Problem bekommen. Viele Aufenthaltstitel hängen mit dem Pass zusammen. Hängen zusammen bedeutet connected. Prüfe dein Passdatum. Ablaufdatum. Wenn dein Pass bald abläuft, kontaktiere deine Botschaft oder dein Konsulat. Botschaft. Embassy. Konsulat. Konsulate. Ein neuer Pass kann Zeit dauern. Dauern bedeutet take time. Deshalb früh handeln. Ein Satz. Mein Pass läuft bald ab. Ein Satz. Wie kann ich ihn verlängern? Welche Unterlagen brauche ich für einen neuen Pass? Brauche ich einen Termin? Wie lange dauert die Ausstellung? Ausstellung bedeutet Issuing. Bekomme ich einen vorläufigen Pass? Vorläufig. Temporary. Diese Sätze sind nützlich bei Botschaft oder Konsulat. Wenn du deinen Pass verlierst, ist es dringend. Dringend. Urgent. Pass verloren. Verloren. Lost. Pass gestohlen. Gestohlen. Stohlen. Du solltest Polizei oder Fundbüro kontaktieren, je nach Situation. Fundbüro. Lost and found. Botschaft kontaktieren. Ausländerbehörde informieren, wenn nötig. Mache Kopien vorher. Vorher. Eine Passkopie kann helfen. Kopie. Nicht Ersatz für den Pass, aber hilfreich. Hilfreich bedeutet useful. Jetzt sprechen wir über Briefe von der Ausländerbehörde. Ein Brief kann Angst machen. Angst. Du öffnest den Brief. Lange Sätze. Formelle Sprache. Wörter wie Anhörung, Mitwirkungspflicht, Frist, Nachweis, Versagung, Aufenthaltserlaubnis, Nebenbestimmung. Das ist schwer. Sehr schwer. Aber nicht jeder schwere Brief bedeutet sofort Katastrophe. Erst lesen. Erst markieren. Erst Hilfe fragen. Mitwirkungspflicht. Ein langes Wort. Mitwirkung bedeutet, du musst mithelfen.
Pflicht bedeutet must, Obligation. Mitwirkungspflicht heißt, du musst Unterlagen geben, Informationen geben, antworten. Anhörung. Die Behörde gibt dir die Möglichkeit, etwas zu sagen, bevor sie entscheidet. Nachweis. Proof. Frist. Deadline. Wenn du diese Wörter siehst, nimm den Brief ernst. Ernst nehmen. Treat seriously. Nicht ignorieren. Nicht weglegen. Weglegen. Put away and forget. And. Sofort prüfen. Sofort. Immediately. Ein Satz. Ich habe einen Brief von der Ausländerbehörde bekommen und verstehe ihn nicht. Es gibt eine Frist. Können Sie mir helfen? Welche Antwort muss ich schicken? Welche Unterlagen fehlen? Diese Sätze kannst du bei einer Beratungsstelle benutzen. Beratungsstelle. Ort für Hilfe und Rat. Rat bedeutet Advice. Jetzt sprechen wir über Beratung. Beratung ist wichtig, besonders bei Aufenthalt. Es gibt Migrationsberatung, Sozialberatung, studentische Beratung, Beratungsstellen für Geflüchtete, Refugees, Rechtsberatung, Legal Advice, Anwalt für Migrationsrecht, Anwalt, Lawyer. Nicht immer brauchst du einen Anwalt. Aber wenn es ernst ist, kann fachliche Hilfe wichtig sein. Fachlich bedeutet professional with special knowledge. Wann solltest du schnell Hilfe suchen? Wenn dein Aufenthaltstitel bald abläuft und du keinen Termin bekommst. Wenn du eine Ablehnung bekommst. Ablehnung. Rejection. Wenn du eine Ausreiseaufforderung bekommst. Ausreiseaufforderung bedeutet eine Aufforderung, das Land zu verlassen. Wenn du gekündigt wurdest und dein Aufenthalt an Arbeit hängt. Wenn du das Studium abbrichst. Wenn du eine Frist verpasst hast. Wenn du nicht weißt, ob du arbeiten darfst. Wenn du reisen musst, aber dein Dokument unsicher ist. Unsicher. Not clear. Dann Hilfe suchen. Früh. Nicht warten. Jetzt sprechen wir über Aufenthalt und Arbeit im Alltag. Vielleicht bekommst du einen Job. Die Firma fragt, dürfen Sie in Deutschland arbeiten? Du musst antworten können. Ja, ich habe eine Arbeitserlaubnis. Oder mein Aufenthaltstitel erlaubt Beschäftigung. Beschäftigung. Employment. Oder ich muss das zuerst mit der Ausländerbehörde klären. Klären bedeutet clarify. Ehrlich antworten. Ehrlich. Honest. Nicht einfach Ja sagen, wenn du nicht sicher bist. Das kann später Probleme machen. Später. Later. Arbeitgeber möchten oft eine Kopie vom Aufenthaltstitel. Kopie. Copy. Das ist normal. Aber sende Dokumente vorsichtig. Vorsichtig. Über sichere Wege. Nicht an unbekannte Personen. Unbekannt. Unknown. Wenn du dich auf einen Job bewirbst,
musst du nicht jedem Fremden sofort alle Dokumente schicken. Erst prüfen, ob die Firma echt ist. Echt. Real. Betrug gibt es auch bei Jobs. Betrug. Scam. Wenn jemand Geld verlangt, damit du einen Job bekommst, sei vorsichtig. Wenn der Job zu gut klingt, prüfe. Prüfen. Jetzt sprechen wir über Schwarzarbeit. Schwarzarbeit bedeutet Arbeit ohne Anmeldung, ohne Steuern, ohne Versicherung, oft illegal. Arbeit illegal bedeutet nicht erlaubt. Manche Menschen bieten Bargeldarbeit an. Bargeld. Cash. Komm einfach arbeiten, ohne Vertrag. Vertrag. Contract. Das kann gefährlich sein. Du bist nicht geschützt. Geschützt. Protected. Wenn du verletzt wirst, gibt es Probleme. Wenn der Arbeitgeber nicht zahlt, hast du wenig Beweis. Beweis. Proof. Wenn die Behörde es erfährt, kann es Aufenthaltsprobleme geben. Deshalb vorsichtig. Sehr vorsichtig. Legal arbeiten. Legal bedeutet erlaubt. Ein Satz. Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Werde ich angemeldet? Angemeldet bedeutet officially registered. Ist die Arbeit erlaubt mit meinem Aufenthaltstitel? Bekomme ich eine Lohnabrechnung? Lohnabrechnung. Payslip. Diese Fragen sind wichtig. Wenn jemand ausweicht, ausweichen bedeutet not answer directly, sei vorsichtig. Jetzt sprechen wir über Anmeldung der Adresse. Anmeldung. In Deutschland musst du oft deine Adresse anmelden. Adresse. Where you live. Bürgeramt. Office for Registration. Meldebescheinigung. Paper that proves your registered address. Wenn du umziehst, musst du dich ummelden. Ummelden bedeutet neue Adresse registrieren. Adresse ist wichtig für Briefe von der Behörde. Wenn deine Adresse falsch ist, bekommst du wichtige Briefe vielleicht nicht. Nicht bekommen. Das kann gefährlich sein. Deshalb Adresse immer aktuell halten. Aktuell. Up to date. Ein Satz. Ich bin umgezogen und möchte meine neue Adresse mitteilen. Mitteilen bedeutet inform. Hier ist meine neue Meldebescheinigung. Bitte senden Sie Briefe an diese Adresse. Wenn du eine neue Adresse hast, informiere wichtige Stellen. Ausländerbehörde, Krankenkasse, Bank, Arbeitgeber, Universität, Schule. Stelle bedeutet Organization, Office. Jetzt sprechen wir über Namensänderung. Namensänderung. Change of name. Vielleicht wegen Heirat. Heirat. Marriage. Oder anderer Gründe. Wenn sich dein Name ändert, musst du Dokumente aktualisieren. Aktualisieren bedeutet Update. Pass, Aufenthaltstitel, Bank, Versicherung, Arbeit. Frage: Was muss ich nach einer Namensänderung tun? Welche Unterlagen brauchen Sie? Brauche ich einen neuen Aufenthaltstitel? Solche Dinge können kompliziert sein. Deshalb Schritt für Schritt. Jetzt sprechen wir über Geburt eines Kindes. Geburt. Birth. Wenn ein Kind in Deutschland geboren wird,
gibt es viele Dokumente. Geburtsurkunde, Birth Certificate, Anmeldung, Krankenkasse, vielleicht Aufenthalt, Staatsangehörigkeit, Nationality. Diese Themen können komplex sein. Frage früh. Standesamt. Standesamt ist das Amt für Geburt, Heirat, Sterbefälle. Sterbefall bedeutet Death Case. Ausländerbehörde, Botschaft, Krankenkasse. Viele Stellen, viele Briefe. Ordnung ist wichtig. Ein Satz: Mein Kind wurde geboren. Welche Dokumente brauchen wir? Muss ich die Ausländerbehörde informieren? Braucht mein Kind einen Aufenthaltstitel? Wie bekomme ich eine Geburtsurkunde? Diese Fragen sind wichtig für Familien. Jetzt sprechen wir über Verlängerung in Ruhe. Stell dir vor, dein Aufenthaltstitel läuft am 30. September ab. Heute ist Juni. Du hast noch Zeit. Zeit ist gut. Du öffnest deinen Kalender. Du schreibst Aufenthalt verlängern. Du gehst auf die Webseite der Ausländerbehörde. Du suchst Verlängerung Aufenthaltstitel. Du liest langsam. Du verstehst nicht alles. Du machst Screenshots. Screenshot. Bild vom Bildschirm. Du schreibst eine E-Mail. Du bittest um Unterlagenliste und Termin. Dann sammelst du Dokumente. Pass, Foto, Arbeitsvertrag, Lohnabrechnung, Krankenversicherung, Mietvertrag, Anmeldung. Du machst Kopien. Du speicherst alles. Nach einer Woche bekommst du eine Antwort. Vielleicht mit Termin. Vielleicht mit Bitte um Dokumente. Du antwortest ruhig. Du schickst Dokumente im Anhang. Du speicherst die E-Mail. Du schreibst den Termin in den Kalender. Am Termin gehst du früh los. Du bist pünktlich. Du hast die Mappe. Du bist nervös, aber vorbereitet. Vorbereitet. Ready. Das ist der gute Weg. Nicht perfekt, aber gut. Jetzt stell dir die andere Situation vor. Du wartest. Du denkst, später. Später. Dann ist es eine Woche vor Ablauf. Du hast keinen Termin. Du suchst Dokumente. Passkopie fehlt. Foto fehlt. Arbeitsvertrag liegt irgendwo. Die Behörde antwortet nicht sofort. Du bekommst Panik. Das ist genau, was wir vermeiden wollen. Vermeiden bedeutet avoid. Deshalb früh. Früh handeln. Früh fragen. Früh sammeln. Früh speichern. Jetzt sprechen wir über Fiktionsbescheinigung. Fiktionsbescheinigung. Ein schweres Wort. Viele Menschen bekommen dieses Papier, wenn der Antrag auf Verlängerung läuft, aber der neue Aufenthaltstitel noch nicht fertig ist. Fertig bedeutet done. Die Fiktionsbescheinigung kann zeigen, dass dein Aufenthalt vorläufig weiter gilt. Aber es gibt verschiedene Arten und Bedingungen. Deshalb musst du genau lesen oder fragen. Darf ich arbeiten?
Darf ich reisen? Bis wann gilt sie? Gilt. Ist valid. Nicht automatisch annehmen. Annehmen bedeutet assume. Ein Satz. Welche Rechte habe ich mit dieser Fiktionsbescheinigung? Rechte. Rights. Darf ich damit weiterarbeiten? Darf ich damit reisen? Bis wann ist sie gültig? Was passiert, wenn sie abläuft? Diese Fragen sind sehr wichtig. Bitte frage, wenn du unsicher bist. Jetzt sprechen wir über Aufenthaltstitelkarte. Aufenthaltstitel als Karte. Manchmal heißt sie elektronischer Aufenthaltstitel. Elektronisch. Digital Chip Card. EAT. Auf der Karte stehen Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Gültigkeit. Staatsangehörigkeit. Nationality. Gültigkeit. Validity. Dazu gibt es manchmal Zusatzblatt. Zusatzblatt. Extra Paper. Auf dem Zusatzblatt stehen Nebenbestimmungen. Nebenbestimmungen. Extra Conditions. Bewahre Karte und Zusatzblatt zusammen auf. Zusammen. Together. Wenn du nur die Karte hast, fehlen vielleicht wichtige Informationen. Fehlen. Missing. Wenn du die Karte verlierst, melde es. Verlust. Loss. Ich habe meinen Aufenthaltstitel verloren. Was muss ich tun? Brauche ich eine Verlustanzeige? Verlustanzeige. Report of Loss. Wie bekomme ich eine neue Karte? Neue Karte. Replacement Card. Handle schnell. Schnell. Nicht warten. Dokumente sind wichtig. Jetzt sprechen wir über einfache deutsche Sätze für dieses Thema. Wiederhole langsam. Mein Aufenthaltstitel läuft bald ab. Ich möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern. Welche Unterlagen brauche ich? Ich brauche einen Termin. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Darf ich weiterarbeiten? Darf ich reisen? Was bedeutet diese Nebenbestimmung? Ich habe meinen Pass verloren. Ich habe eine neue Adresse. Ich möchte meine neue Adresse mitteilen. Können Sie mir das bitte schriftlich schicken? Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Bitte sprechen Sie langsam. Diese Sätze sind Werkzeuge. Werkzeug. Tool. Mit Werkzeug kannst du handeln. Handeln. Act. Jetzt sprechen wir über Telefonate. Telefonieren mit Behörden ist schwer. Schwer. Die Person spricht schnell. Du bist nervös. Nervös. Du verstehst nicht alles. Vorbereitung hilft. Schreibe vorher auf. Name, Geburtsdatum, Aktenzeichen, Adresse, Frage. Aktenzeichen. Case Number. Wenn du ein Aktenzeichen hast, nutze es. Die Behörde findet deinen Fall schneller. Fall. Case. Telefonskript. Guten Tag, mein Name ist. Mein Geburtsdatum ist. Mein Aktenzeichen ist. Ich habe eine Frage zu meinem Aufenthaltstitel. Mein Aufenthaltstitel läuft bald ab. Was muss ich tun? Können Sie mir die Informationen bitte per E-Mail schicken? Das ist gut. Kurz. Klar. Höflich. Wenn du nichts verstehst, sag Entschuldigung, ich verstehe nicht alles. Können Sie bitte langsamer sprechen? Oder könnten Sie mir das bitte schriftlich schicken?
Schriftlich ist wichtig. Dann kannst du später lesen. Übersetzen. Fragen. Speichern. Jetzt sprechen wir über Angst vor der Behörde. Viele Menschen haben Angst vor Behörden. Behörde. Official Office. Die Sprache ist schwer. Hate. Die Entscheidungen sind wichtig. Man fühlt sich klein. Klein. Aber du bist nicht machtlos. Machtlos bedeutet without power. Du kannst dich vorbereiten. Du kannst Fragen stellen. Du kannst Unterlagen sammeln. Du kannst Beratung suchen. Du kannst freundlich und klar kommunizieren. Kommunikation gibt dir ein bisschen Kontrolle. Kontrolle. Control. Wenn du einen Fehler gemacht hast, schweige nicht. Schweigen. Say nothing. Wenn du eine Frist verpasst hast, suche sofort Hilfe. Wenn du ein Dokument nicht hast, schreibe: Dieses Dokument kann ich im Moment nicht vorlegen. Ich reiche es nach. Vorlegen bedeutet Submit Show. Nachreichen bedeutet Submit later. Bis wann kann ich es nachreichen? Das ist ein wichtiger Satz. Nachreichen. Später senden. Nicht einfach nichts tun. Jetzt sprechen wir über Kopien und Originale. Original. Das echte Dokument. Kopie. Copy. Manche Behörden wollen Originale sehen, aber Kopien behalten. Behalten. Keep. Nimm beides mit. Originale und Kopien. Wenn du Originale per Post schicken musst, sei vorsichtig. Vorsichtig. Frage, ob Kopien reichen. Reichen bedeutet enough. Wenn du wichtige Originale sendest, nutze sicheren Versand. Versand. Shipping. Einschreiben. Registered Mail. Beleg behalten. Beleg. Proof. Bitte senden Sie mir das Original zurück. Zurück. Back. Dokumente sind wertvoll. Wertvoll. Valuable. Jetzt sprechen wir über Post. Post kann langsam sein. Briefe können verloren gehen. Verloren gehen. Get lost. Deshalb ist Beweis wichtig. Wenn du etwas sendest, speichere Kopien. Wenn du per E-Mail sendest, speichere die gesendete E-Mail. Gesendet. Send. Wenn du per Post sendest, behalte den Beleg. Wenn du ein Formular online hochlädst, mache Screenshot. Hochladen bedeutet Upload. Screenshot von Bestätigung. Bestätigung. Confirmation. Beweise geben Sicherheit. Jetzt sprechen wir über Sprache und Übersetzung. Übersetzung. Translation. Du kannst Übersetzungs-Apps nutzen. Nutzen. Use. Aber bei wichtigen Dokumenten sei vorsichtig. Apps machen Fehler. Fehler. Mistake. Bei rechtlichen Themen können kleine Wörter wichtig sein. Rechtlich bedeutet legal. Wenn du einen wichtigen Brief nicht verstehst, frage eine Beratungsstelle oder eine Person mit gutem Deutsch. Nicht nur automatisch übersetzen,
und dann raten. Raten. Guess. Fragen ist sicherer. Manchmal brauchen Dokumente beglaubigte Übersetzung. Beglaubigte Übersetzung bedeutet offizielle Übersetzung von einer anerkannten Person. Anerkannt bedeutet officially accepted. Wenn eine Behörde das verlangt, reicht eine normale App-Übersetzung nicht. Frage: Brauche ich eine beglaubigte Übersetzung? Muss das Dokument legalisiert oder mit Apostille sein? Apostille. Eine offizielle Bestätigung für internationale Dokumente. Dieses Thema ist kompliziert. Deshalb früh fragen. Jetzt sprechen wir über Rechte und Pflichten. Rechte. Things you are allowed to do. Pflichten. Things you must do. Als Ausländer in Deutschland hast du Rechte und Pflichten. Up to Puk. Du darfst Fragen stellen. Du darfst Beratung suchen. Du darfst eine Entscheidung prüfen lassen. Prüfen lassen bedeutet have checked. Du hast aber auch Pflichten. Dokumente aktuell halten. Adresse mitteilen. Fristen beachten. Wahrheit sagen. Wahrheit. Truth. Richtige Informationen geben. Nicht falsche Dokumente benutzen. Falsch. Fake or incorrect. Falsche Dokumente sind sehr gefährlich. Gefährlich. Do not use fake documents. Wenn jemand sagt, ich kann dir ein Dokument machen, kein Problem, sei sehr vorsichtig. Das kann Betrug sein. Betrug. Scam or Fraud. Es kann deinen Aufenthalt gefährden. Gefährden bedeutet put in danger. Lieber ehrlich und langsam als falsch und schnell. Ehrlich. Honest. Jetzt sprechen wir über Alltagssicherheit durch Wissen. Wissen. Knowledge. Wenn du weißt, wann dein Aufenthaltstitel abläuft, bist du sicherer. Wenn du weißt, welche Arbeit erlaubt ist, bist du sicherer. Wenn du weißt, wo deine Dokumente sind, bist du sicherer. Wenn du weißt, wen du fragen kannst, bist du sicherer. Wissen nimmt Angst nicht komplett weg. Komplett. Completely. Aber Wissen macht Angst kleiner. Kleiner. Smaller. Jetzt wiederholen wir wichtige Wörter. Aufenthalt. Visum. Aufenthaltstitel. Ausländerbehörde. Fiktionsbescheinigung. Arbeitserlaubnis. Nebenbestimmung. Verlängerung. Antrag. Unterlagen. Frist. Termin. Ablaufdatum. Gültig. Abgelaufen. Pass. Botschaft. Konsulat. Meldebescheinigung. Anmeldung. Arbeitgeber. Arbeitgeberwechsel. Studium. Ausbildung. Familiennachzug. Beratung. Aktenzeichen. Bestätigung. Schriftlich. Kopie. Original. Nachweis. Diese Wörter sind lang, aber wichtig. Jetzt wiederholen wir wichtige Sätze. Mein Aufenthaltstitel läuft bald ab. Ich möchte ihn verlängern.
Welche Unterlagen brauche ich? Ich habe einen Antrag gestellt. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Bitte bestätigen Sie den Eingang meiner Unterlagen. Welche Unterlagen fehlen noch? Darf ich weiterarbeiten? Darf ich reisen? Was bedeutet diese Nebenbestimmung? Ich habe meine Adresse geändert. Ich habe meinen Pass verloren. Ich brauche einen Termin. Können Sie mir das bitte schriftlich schicken? Ich brauche Hilfe, weil ich den Brief nicht verstehe. Diese Sätze sind kurz. Kurz ist gut. In wichtigen Situationen ist kurz oft besser als kompliziert. Kompliziert. Komplex. Du musst nicht perfekt Deutsch sprechen. Du musst klar sagen, was du brauchst. Klar, verständlich, ruhig, höflich. Jetzt stellen wir uns eine Situation vor. Du bekommst einen Brief. Brief. Auf dem Brief steht Ausländerbehörde. Dein Herz wird schneller. Herz. Heart. Du hast Angst. Angst. Du legst den Brief nicht weg. Du öffnest ihn. Öffnen. Du liest langsam. Du markierst Datum, Frist, Unterlagen. Du verstehst nicht alles. Das ist okay. Du machst ein Foto. Du schreibst einer Beratungsstelle: Ich habe einen Brief von der Ausländerbehörde bekommen und verstehe ihn nicht. Es gibt eine Frist. Können Sie mir helfen? Du hast gehandelt. Handeln. Das ist gut. Noch eine Situation. Dein Aufenthaltstitel läuft in 2 Monaten ab. Du schreibst heute eine E-Mail. Du wartest nicht. Du sammelst Unterlagen. Du machst Kopien. Du speicherst alles. Du bekommst einen Termin. Du gehst pünktlich. Pünktlich. Du hast deine Mappe. Du bist nervös, aber vorbereitet. Das ist gut. Noch eine Situation. Eine Firma bietet dir Arbeit an. Du bist froh. Froh. Happy. Aber du bist nicht sicher, ob du arbeiten darfst. Du schaust auf deinen Aufenthaltstitel. Du siehst eine Nebenbestimmung, aber du verstehst sie nicht. Du fragst: Darf ich mit diesem Aufenthaltstitel diese Arbeit machen? Du wartest auf Klarheit. Klarheit. Das ist vielleicht langsamer, aber es ist sicherer. Sicherer. More safe. Jetzt sprechen wir über Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet Trust in yourself. Beim Thema Aufenthalt fühlen sich viele Menschen unsicher. Unsicher. Vielleicht denkst du: Ich verstehe diese Briefe nie. Ich kann das nicht. Aber du kannst lernen. Schritt für Schritt. Erst Wörter, dann Sätze, dann Ordnung, dann E-Mails, dann Termine, dann Fragen. Du musst nicht alles allein können. Allein. By yourself. Du darfst Hilfe suchen. Hilfe suchen ist Teil der Lösung. Sag nicht:
ich bin schlecht. Sag, das System ist kompliziert und ich lerne es. Sag nicht, ich bin dumm. Sag, die Sprache ist schwer und ich frage. Sag nicht, ich schaffe das nie. Sag, ich mache heute einen Schritt. Ein Schritt reicht für heute. Reichen bedeutet enough sein. Jetzt sprechen wir über einen Notfallplan für Aufenthalt. Notfallplan. Plan für schwierige Situationen. Erstens, Ablaufdaten prüfen. Zweitens, Kalendererinnerungen setzen. Drittens, Dokumente sortieren. Viertens, Ausländerbehörde früh kontaktieren. Fünftens, E-Mails und Beweise speichern. Sechstens, Arbeitserlaubnis prüfen. Siebtens, Reisen vorher prüfen. Achtens, Beratung suchen, wenn etwas unklar ist. Unklar, not clear. Neuntens, Briefe sofort öffnen. Zehntens, Fristen ernst nehmen. Dieser Plan ist einfach, aber stark. Stark bedeutet powerful. Jetzt sprechen wir über Ruhe. Ruhe ist nicht nur Gefühl. Ruhe ist auch Methode. Methode bedeutet Way, Technik. Wenn ein Brief kommt, atme. Wenn ein Termin kommt, schreibe. Wenn ein Dokument fehlt, frage. Wenn du Angst hast, suche Hilfe. Wenn du keine Antwort bekommst, frage nach. Nachfragen. Wenn du eine Frist hast, handle früh. Früh handeln. Ruhe bedeutet nicht nichts tun. Ruhe bedeutet klar handeln ohne Panik. Das ist wichtig. Vielleicht ist dein Weg in Deutschland lang. Lang. Vielleicht willst du bleiben. Vielleicht willst du arbeiten, studieren, Familie holen, Ausbildung machen, ein neues Leben aufbauen. Aufbauen bedeutet Build. Aufenthalt ist die rechtliche Basis. Rechtlich. Legal. Basis. Foundation. Ohne klare Dokumente ist alles schwerer. Deshalb pflege deine Dokumente. Pflegen bedeutet take care of. So wie du deine Gesundheit pflegst. So wie du deine Wohnung pflegst. Auch deine Dokumente brauchen Pflege. Ordnung. Fristen. Kopien. Aktualität. Aktualität bedeutet up-to-date sein. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Dieses Thema ist ernst, aber du bist nicht machtlos. Du kannst viel tun. Du kannst Daten prüfen. Du kannst Unterlagen sammeln. Du kannst E-Mails schreiben. Du kannst Fragen stellen. Du kannst Beratung suchen. Du kannst rechtzeitig handeln. Rechtzeitig bedeutet in time. Rechtzeitig ist ein schönes Wort. Rechtzeitig handeln verhindert Stress. Rechtzeitig fragen verhindert Fehler. Rechtzeitig verlängern schützt deinen Aufenthalt. Wiederhole zum Schluss mit Ruhe. Mein Aufenthalt ist wichtig. Meine Dokumente sind wichtig. Meine Fristen sind wichtig. Ich öffne Briefe.
Ich frage, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich handle früh. Ich speichere Beweise. Ich arbeite nur, wenn es erlaubt ist. Ich reise nur, wenn meine Dokumente sicher sind. Ich suche Hilfe, wenn ich unsicher bin. Ich lerne. Ich werde sicherer. Du musst nicht perfekt sein. Perfekt. Without mistakes. Niemand ist perfekt. Auch Muttersprachler verstehen Behördensprache manchmal nicht. Muttersprachler. Native Speaker. Behördensprache ist schwer. Schwer für viele Menschen. Du darfst langsam sein. Du darfst Wörter nachschlagen. Nachschlagen bedeutet look up. Du darfst bitten. Bitte. Einfacher. Bitte schriftlich. Me. Bitte langsam. Das ist erlaubt. Erlaubt. Ein Dokument. Ein Datum. Eine Frist. Eine Mappe. Eine E-Mail. Eine Frage. Eine Antwort. Eine Kopie. Ein Termin. Ein Schritt. Und dann der nächste.